Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Kanal Cozy German. Wenn ihr Deutsch lernt und euch für die deutsche Kultur interessiert, dann seid ihr hier genau richtig. Vergesst nicht, dieses Video zu liken, einen Kommentar zu hinterlassen und den Kanal zu abonnieren. Hier findet ihr viele nützliche Inhalte für euer Deutschlernen. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele fasziniert: die deutsche Küche. Vielleicht denkt man bei Deutschland nicht sofort an kulinarische Vielfalt oder feine Speisen wie bei anderen Ländern. Aber die deutsche Küche hat ihre eigenen Besonderheiten, Traditionen und Überraschungen. Beginnen wir mit den bekanntesten Gerichten, die oft als Aushängeschild der deutschen Küche gelten. Eine der berühmtesten Speisen ist zweifellos die Bratwurst. Es gibt unzählige Sorten, von der Nürnberger Rostbratwurst bis zur Thüringer, und sie werden in jeder Region unterschiedlich zubereitet. Auch die Currywurst ist ein Klassiker, besonders in Berlin. Sie besteht aus Bratwurst mit einer speziellen Tomaten-Currysoße und wird meistens mit Pommes serviert. Ein weiteres typisches Gericht ist das Sauerbraten. Das ist ein eingelegter Braten, der oft mit Rotkohl und Knödeln serviert wird. Die Zubereitung dauert mehrere Tage, weil das Fleisch vorher in Essig, Wein und Gewürzen mariniert wird. Es ist ein sehr traditionelles Sonntagsessen. Nicht zu vergessen sind die deutschen Kartoffelgerichte. Kartoffeln spielen in der deutschen Küche eine zentrale Rolle, als Püree, Bratkartoffeln, Klöße oder Kartoffelsalat. Jede Region hat ihre eigene Art, Kartoffelsalat zu machen. In Süddeutschland ist er oft mit Essig und Öl, während im Norden eher Mayonnaise verwendet wird. Ein sehr interessanter und typischer Teil der Alltagsküche ist der Nudelsalat, also ein Salat aus gekochten Nudeln, oft mit Mayonnaise, Erbsen, Karotten, Wurst oder Käse. Er wird bei Grillabenden, Familienfeiern und sogar auf Buffets bei offiziellen Veranstaltungen serviert. Der Nudelsalat ist so beliebt, dass er fast schon ein Symbol für informelle deutsche Zusammenkünfte ist. Manche machen ihn sehr einfach, andere geben sich viel Mühe mit raffinierten Zutaten. Doch wie steht es um die Offenheit gegenüber anderen Küchen? Tatsächlich ist die deutsche Küche stark beeinflusst von internationalen Einflüssen. In jeder Stadt gibt es italienische, türkische, griechische oder asiatische Restaurants. Besonders beliebt ist die italienische Küche. Pizza und Pasta sind fest im Alltag integriert. Auch der Döner-Kebab hat sich zu einem der meistverkauften deutschen Fastfoods entwickelt, obwohl er ursprünglich aus der türkischen Küche stammt. Trotz dieser internationalen Vielfalt wird Deutschland selten als typisches Ziel für Foodtourismus betrachtet. Viele Touristen kommen wegen der Geschichte, der Natur oder der Städte, aber nicht primär wegen des Essens. Das liegt vielleicht daran, dass die deutsche Küche eher bodenständig, deftig und praktisch ist, weniger raffiniert oder experimentell im Vergleich zu anderen Ländern. Man findet in Deutschland viele gute Gerichte, aber sie wirken oft einfach, wie funktional und auf Sättigung ausgerichtet. Dennoch gibt es Gerichte, die man unbedingt probieren sollte, wenn man in Deutschland ist. Auf Volksfesten wie dem Oktoberfest oder Weihnachtsmärkten gibt es typische Spezialitäten wie gebrannte Mandeln, Reibekuchen, Leberkäse oder Maultaschen. Besonders im Süden Deutschlands sind Maultaschen sehr beliebt. Das sind Teigtaschen, gefüllt mit Fleisch, Spinat oder Gemüse. Auch Spätzle, eine Art weiche Eiernudeln, gehören zu den Klassikern der süddeutschen Küche. In Restaurants kann man außerdem Schweinshaxe, Rinderroulade oder Weißwurst entdecken. Diese Gerichte spiegeln die traditionelle Hausmannskost wider und werden oft mit großer Portion serviert. In den Städten gibt es natürlich auch moderne Interpretationen oder Fusionküche, aber auf dem Land dominieren oft noch klassische Speisen. Im Alltag essen viele Deutsche jedoch ganz anders. Frühstück besteht häufig aus Brot, Butter, Käse oder Wurst, manchmal mit Marmelade. Müsli oder Joghurt sind auch beliebt. Das Mittagessen ist oft die Hauptmahlzeit, aber in vielen Familien oder bei Berufstätigen wird es durch ein einfaches Gericht ersetzt, zum Beispiel ein belegtes Brot oder eine Suppe. Abends gibt es dann oft Abendbrot. Das ist ein kaltes Essen, meist mit Brot, Aufschnitt, Käse und manchmal auch Gemüse wie Gurken oder Tomaten. Ein auffälliger Aspekt des Alltags ist die Verbreitung von Fertiggerichten und Tiefkühlprodukten. Viele Menschen greifen im stressigen Alltag zu fertigen Suppen, Tiefkühlpizza oder Instant-Nudeln. Die Supermärkte sind voll mit praktischen, vorgekochten Mahlzeiten, die man nur aufwärmen muss. Auch sogenannte Meal Prep Boxen
oder Lieferservices wie HelloFresh werden immer beliebter. Sie liefern Zutaten und Rezepte direkt nach Hause, sodass man ohne großen Aufwand frisch kochen kann. Dabei gibt es jedoch auch einen gegenläufigen Trend. Viele Deutsche legen Wert auf regionale, saisonale und biologische Produkte. Wochenmärkte und Bioläden haben starken Zulauf. Besonders in Großstädten sind vegetarische und vegane Produkte im Aufschwung. Immer mehr Menschen achten auf gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit und Herkunft der Lebensmittel. Gleichzeitig ist das Bewusstsein für Ernährung und Gesundheit in Deutschland gewachsen. Viele Menschen lesen die Inhaltsstoffe auf Verpackungen, vermeiden Zusatzstoffe und kaufen bevorzugt in Bio-Supermärkten oder auf dem Wochenmarkt. Der Trend zu vegetarischer und veganer Ernährung ist besonders in Städten wie Berlin, Hamburg oder Köln deutlich sichtbar. Restaurants bieten fast überall vegane Optionen an und pflanzliche Milchsorten wie Hafer, Soja oder Mandelmilch sind in jedem Supermarkt erhältlich. Trotzdem bleibt der Kontrast zwischen Tradition und Moderne spürbar. Während junge Menschen sich oft für internationale vegetarische oder Instagram-taugliche Gerichte interessieren, bleiben ältere Generationen lieber bei Klassikern wie Eintopf, Schweinebraten oder Kartoffelsalat. Diese kulturelle Vielfalt zeigt sich auch in den Essgewohnheiten innerhalb der Familien. In manchen Haushalten wird täglich frisch gekocht, in anderen greifen die Bewohner hauptsächlich zu Fertigprodukten oder essen unterwegs. Apropos unterwegs. Das sogenannte Brotzeitprinzip spielt auch außerhalb des Hauses eine Rolle. Viele nehmen sich belegte Brote, Obst oder Joghurt mit zur Arbeit oder Schule. Kantinen bieten meistens einfache Menüs an, die günstig und schnell verfügbar sind. In vielen Städten ist auch das Angebot an Imbissen groß. Von Bäckereien mit belegten Brötchen bis hin zu Asia-Snackbars oder Dönerständen. Der Einfluss anderer Länder auf die Esskultur ist in Deutschland unübersehbar. Besonders die mediterrane Küche wird oft als gesünder und abwechslungsreicher empfunden. Deshalb kochen viele Deutsche auch zu Hause Gerichte wie Pasta mit Tomatensauce, Ratatouille oder Couscous-Salat. Gleichzeitig gibt es eine gewisse Skepsis gegenüber sehr scharfen oder stark gewürzten Speisen, wie man sie aus der indischen oder thailändischen Küche kennt. Die deutsche Küche ist traditionell eher mild und würzt vorsichtig mit Salz, Pfeffer, Kümmel oder Majoran. Auch Backwaren nehmen einen wichtigen Platz in der deutschen Esskultur ein. Deutschland ist bekannt für seine Brotsorten, von dunklem Roggenbrot über Mischbrote bis hin zu Brötchen in unzähligen Varianten. Bäckereien gibt es an jeder Ecke und viele Menschen kaufen täglich frische Backwaren. Am Wochenende gehört für viele ein ausgiebiges Frühstück mit verschiedenen Brötchensorten, Marmelade, Eiern und Kaffee zur Routine. Und dann wäre da noch die Kaffeekultur. Zwar trinken die Deutschen viel Kaffee, aber nicht unbedingt in einem typisch kulturellen Rahmen wie in Italien oder Österreich. Stattdessen ist Kaffee eher ein Alltagsgetränk. Im Büro, zu Hause, zwischendurch. Trotzdem gibt es die Tradition des Nachmittagskaffees mit Kuchen, besonders am Sonntag. Klassiker wie Apfelkuchen, Käsekuchen oder Schwarzwälder Kirschtorte sind dabei sehr beliebt. In Cafés findet man aber auch viele moderne Varianten. Vegane Kuchen, glutenfreie Muffins oder internationale Spezialitäten. Wenn man über die deutsche Küche spricht, darf man auch die regionale Vielfalt nicht vergessen. In Bayern sind Weißwürste und Brezen typisch, im Rheinland isst man gern Sauerbraten und Himmel und Äd, Kartoffelpüree mit Apfelmus und Blutwurst, während im Norden Fischgerichte wie Matjes oder Labskaus verbreitet sind. Diese Unterschiede machen die Küche spannend, aber auch schwer einheitlich definierbar. Was als typisch deutsch gilt, hängt stark von der Region ab. Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Beziehung der Deutschen zu Essen im Allgemeinen. In vielen anderen Kulturen ist Essen ein sozialer Akt, eine Zeremonie. In Deutschland dagegen wird oft praktisch und schnell gegessen. Zwar gibt es Familienessen und Restaurantbesuche, aber insgesamt steht Effizienz im Vordergrund. Besonders im Berufsalltag wird wenig Zeit für die Mahlzeiten eingeplant. Essen muss oft schnell gehen, sättigen und leicht verfügbar sein. Das bedeutet jedoch nicht, dass Essen keine Rolle spielt. Im Gegenteil, es gibt viele Kochsendungen, Foodblogs und Social-Media-Kanäle, die sich mit Rezepten, neuen Produkten und Küchentrends beschäftigen. Auch in Supermärkten sind Kochmagazine sehr beliebt. Viele Menschen probieren gern neue Rezepte aus, wenn sie die Zeit dazu haben.
Auf Festen wie Weihnachtsmärkten oder Stadtfesten zeigt sich dann doch eine gewisse Genussfreude. Dort findet man gebratene Pilze mit Knoblauchsoße, gebrannte Mandeln, Flammkuchen, Crêpes, Bratwurst oder regionale Spezialitäten wie Schupfnudeln oder Käsespätzle. Solche Anlässe bieten die Möglichkeit, Klassiker zu genießen, die man zu Hause eher selten zubereitet. Auch bei Bier und Wein spielt Deutschland eine wichtige Rolle. Besonders im Süden gibt es viele Bierbrauereien mit langer Tradition. Biergärten sind ein wichtiger Teil des sozialen Lebens, besonders im Sommer. In Regionen wie der Pfalz oder Rheinhessen wird auch viel Wein angebaut. Weinfeste sind eine beliebte Möglichkeit, regionale Spezialitäten und Getränke zu entdecken. Es gibt also viele verschiedene Seiten der deutschen Küche. Traditionell, international, praktisch und gleichzeitig regional verwurzelt. Ob man nun auf einem Markt einkauft, im Biergarten sitzt oder ein Fertiggericht aus der Mikrowelle holt, das Essverhalten in Deutschland ist vielseitig, manchmal widersprüchlich, aber immer ein Spiegel der Gesellschaft. Ein Phänomen, das besonders auffällt, ist die Beliebtheit von Nudelsalat. Er ist auf fast jeder Party, Menü bei Grillfesten und sogar bei offiziellen Feiern zu finden. Dabei gibt es unzählige Varianten. Mit Mayonnaise oder ohne, mit Fleischwurst, Käse, Erbsen oder Gurken. Man könnte sagen, Nudelsalat ist der König der deutschen Buffets. Er ist einfach vorzubereiten, lässt sich gut transportieren und schmeckt auch am nächsten Tag noch. Viele Menschen verbinden ihn mit Kindheit, Familienfesten und Sommerabenden. In gewisser Weise ist Nudelsalat ein Symbol für die praktische, bodenständige Seite der deutschen Küche. Wenn man Deutschland mit anderen Ländern vergleicht, fällt allerdings auf, dass es selten als Ziel für Foodtourismus genannt wird. Während Menschen nach Italien für Pasta und Pizza reisen, nach Frankreich für Käse und Croissants oder nach Japan für Sushi, gilt Deutschland eher als neutral. Die deutsche Küche hat zwar viele interessante Gerichte, aber sie wird international oft nicht als besonders raffiniert oder kreativ wahrgenommen. Das liegt zum Teil an der einfachen Zubereitung vieler Gerichte, aber auch an der geringen Präsentation in den Medien. Die Speisen sehen oft rustikal aus. Große Portionen, wenig Dekoration, viele Brauntöne. Doch dieser Ruf ist nicht ganz fair. In den letzten Jahren hat sich auch in Deutschland eine kulinarische Bewegung entwickelt. Junge Köche kombinieren traditionelle Zutaten mit modernen Techniken. Kleine Restaurants legen Wert auf Regionalität und Nachhaltigkeit. In Städten wie Berlin, München oder Leipzig gibt es eine wachsende Szene von Foodtrucks, Craftbrauereien, veganen Cafés und internationalen Lokalen. Wer aufmerksam sucht, kann auch in Deutschland kulinarische Abenteuer erleben. Ein Besuch auf einem typischen Volksfest kann ein guter Einstieg sein, um deutsche Spezialitäten zu probieren. Dort findet man Bratwurst in allen Varianten, gebackenen Camembert, Kartoffelpuffer, Fischbrötchen, Brezen, Lebkuchenherzen und vieles mehr. Besonders bekannt ist das Oktoberfest in München, aber auch kleinere Feste in anderen Regionen bieten authentische Einblicke in die regionale Küche. Hier spielt nicht nur das Essen, sondern auch das gesellige Beisammensein eine große Rolle. Was man unbedingt probieren sollte, wenn man in Deutschland ist. Sicherlich eine gute Bratwurst mit Senf im Brötchen. Einfach, aber lecker. Oder einen klassischen Döner-Kebab, der in Deutschland eine ganz eigene Version gefunden hat. Oft mit frischem Salat, verschiedenen Soßen und knusprigem Fladenbrotbrot. Auch Currywurst ist ein Muss. Besonders in Berlin gilt sie fast als Kulturgut. Dazu vielleicht eine Portion Pommes und ein kühles Bier. Für Naschkatzen lohnt sich der Blick auf die Bäckereitheken. Berliner, Pfannkuchen, Streuselkuchen, Donuts, Quarkbällchen oder die berühmte Schwarzwälder Kirschtorte bieten süße Genüsse für jeden Geschmack. Auch der sogenannte Käsekuchen ist in vielen Varianten erhältlich. Mal mit Mürbeteigboden, mal ganz ohne Boden, mal mit Rosinen, mal mit Fruchtsoße. In der Alltagsküche ist Bequemlichkeit oft entscheidend. Viele Menschen greifen zu Tiefkühlprodukten, Konserven oder fertig mariniertem Fleisch aus dem Supermarkt. Besonders beliebt sind Tiefkühlpizzen, Instantnudeln oder Mikrowellengerichte. Dabei geht es nicht nur um Zeitersparnis, sondern auch um Kosten. Deutschland ist ein Land, in dem Essen im internationalen Vergleich relativ günstig ist und viele Verbraucher achten stark auf den Preis. Discounter wie Aldi, Lidl oder Netto prägen den Alltag vieler Haushalte. Gleichzeitig gibt es auch eine Gegentendenz. Menschen, die wieder selbst kochen wollen, die Wert auf Qualität legen und bewusst einkaufen.
Sie besuchen Bioläden, abonnieren Gemüsekisten vom Bauernhof oder kochen nach Rezepten aus Foodblogs. Diese Vielfalt zeigt, die deutsche Küche ist nicht statisch, sondern in Bewegung. Sie passt sich an neue Trends an, ohne ihre Wurzeln zu verlieren. Ein weiterer Aspekt ist die Frühstückskultur. Viele Deutsche frühstücken eher herzhaft, mit Käse, Wurst, Ei und Brötchen. Müsli, Quark, Joghurt und Obst sind ebenfalls beliebt. Ein Frühstück im Café ist in vielen Städten ein fester Bestandteil des Wochenendes. Es gibt sogar Cafés, die sich ausschließlich auf Frühstück und Brunch spezialisiert haben, mit Avocadobrot, Chia-Pudding und frisch gepresstem Orangensaft. Was die Hauptmahlzeit betrifft, ist das Mittagessen traditionell die wichtigste Mahlzeit des Tages. Früher war es oft warm und bestand aus 3 Gängen: Suppe, Hauptgericht und Dessert. Heute essen viele Menschen jedoch nur eine Kleinigkeit in der Mittagspause und verlegen die warme Mahlzeit auf den Abend. Das sogenannte Abendbrot ist allerdings auch noch weit verbreitet. Ein kaltes Essen mit Brot, Aufschnitt, Käse, manchmal etwas Gemüse oder Salat. Insgesamt lässt sich sagen, die deutsche Küche ist vielleicht nicht spektakulär oder besonders exotisch, aber sie bietet eine große Vielfalt, die sowohl traditionellen als auch modernen Ansprüchen gerecht wird. Wer bereit ist, genauer hinzuschauen und auszuprobieren, kann viel entdecken und vor allem lecker essen. Auch die Bedeutung von Saisonalität und Regionalität gewinnt in Deutschland zunehmend an Bedeutung. Viele Menschen achten darauf, Produkte zu kaufen, die aus der Region stammen und gerade Saison haben. Erdbeeren im Juni, Spargel im Mai oder Kürbis im Oktober sind feste Bestandteile im kulinarischen Jahreskalender. Der Spargelzeit wird sogar regelrecht entgegengefiebert. Ganze Restaurants bieten spezielle Spargelkarten an. Und in den Supermärkten findet man riesige Aufsteller mit frischem weißen oder grünen Spargel. Dazu gibt es klassisch Sauce Hollandaise, Kartoffeln und Schinken. Für viele Deutsche ein kulinarisches Highlight des Frühlings. Doch nicht nur bei Gemüse ist die Jahreszeit wichtig. Auch Weihnachtszeit und Winter bringen ganz eigene kulinarische Traditionen mit sich. Plätzchenbacken gehört fast in jede Familie, mit Rezepten, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Klassiker sind Vanillekipferl, Zimtsterne oder Butterplätzchen mit buntem Zuckerguss. In der Adventszeit trinkt man Glühwein, isst Lebkuchen oder Stollen und besucht Weihnachtsmärkte, wo es Bratäpfel, Maronen oder gebrannte Mandeln gibt. Diese Rituale sind emotional stark mit Erinnerungen und Gemütlichkeit verbunden. Ein weiteres Thema, das die deutsche Esskultur prägt, ist die Umwelt- und Klimadebatte. Der Zusammenhang zwischen Ernährung, Tierhaltung und CO2-Emissionen ist vielen Menschen bewusst. Deshalb steigt die Zahl der VegetarierInnen und VeganerInnen kontinuierlich. Auch Flexitarier, also Menschen, die ihren Fleischkonsum bewusst reduzieren, machen mittlerweile einen großen Teil der Bevölkerung aus. Supermärkte reagieren darauf mit einem wachsenden Angebot an pflanzlichen Produkten, Fleischersatz aus Soja, Erbsenprotein oder Pilzen und veganen Süßigkeiten. Trotzdem bleibt der Fleischkonsum insgesamt hoch. Besonders beliebt sind Wurstwaren, die es in Deutschland in einer beeindruckenden Vielfalt gibt. Es heißt, es gäbe über 1500 verschiedene Wurstsorten, von Leberwurst über Bierschinken bis hin zu Salami oder Weißwurst. Viele davon sind stark regional geprägt. In Thüringen zum Beispiel gilt die Thüringer Rostbratwurst als Kulturgut. In Bayern gehört die Weißwurst zur Tradition und in Norddeutschland isst man gern Mettwurst oder Kohlwurst zu deftigen Gerichten. Diese starke Regionalkultur macht es schwer, die deutsche Küche in wenigen Worten zu beschreiben. Sie ist weder durch eine bestimmte Zutat noch durch einen klaren Geschmack definiert. Vielmehr ist sie ein Mosaik aus vielen Einflüssen. Bäuerlich, international, praktisch, traditionell und experimentierfreudig. Was oft übersehen wird: Deutschland hat auch eine lange Geschichte an vegetarischen und reformorientierten Bewegungen. Schon im 19. Jahrhundert entstanden die ersten Reformhäuser, in denen man gesunde, fleischlose Produkte kaufen konnte. Auch die Kornspeicherbewegung oder die Lebensreformbewegung trugen dazu bei, dass sich eine bestimmte Vorstellung von gesundem, natürlichem Essen entwickelte. Diese Ideen sind bis heute in Teilen der Bevölkerung präsent, vor allem in ökologisch orientierten Kreisen. Zugleich wächst in den Großstädten die Zahl der Menschen, die sich für Foodsharing, Zero Waste und nachhaltige Ernährung interessieren. Es gibt Apps, mit denen man überschüssige Lebensmittel retten kann,
Gemeinschaftsküchen, wo gemeinsam gekocht wird, und Urban Gardening Projekte, in denen Gemüse mitten in der Stadt angebaut wird. All das zeigt, Essen ist in Deutschland mehr als nur Nahrungsaufnahme. Es ist Ausdruck von Haltung, von Identität und von sozialen Werten. Obwohl Essen im Alltag oft funktional gedacht wird, satt werden, günstig, schnell, nimmt das Interesse an Qualität und Herkunft stetig zu. Besonders bei jungen Menschen spielt Essen als Erlebnis eine immer größere Rolle. Sie besuchen Foodfestivals, probieren neue Restaurants aus oder verbringen Stunden damit, das perfekte Foto vom Avocado-Toast auf Instagram hochzuladen. Diese Parallelität zwischen der alten und der neuen Esskultur ist typisch für Deutschland. Während die einen noch jeden Sonntag den Schweinebraten nach dem Rezept der Großmutter zubereiten, experimentieren die anderen mit fermentiertem Kimchi, veganem Käsekuchen oder selbstgebrautem Kombucha. So vielfältig wie das Land selbst ist auch seine Küche, ein Spiegel des sozialen Wandels, der wirtschaftlichen Entwicklung und der kulturellen Offenheit. Wer sich darauf einlässt, kann nicht nur satt, sondern auch überrascht und inspiriert wieder vom Tisch aufstehen. Und dennoch, trotz all dieser Entwicklungen, trotz der neuen Konzepte und internationalen Einflüsse, bleibt die deutsche Küche international eher unterschätzt. In Rankings der besten Länderküchen taucht Deutschland selten auf den vorderen Plätzen auf. Warum ist das so? Ein Grund liegt vielleicht darin, dass deutsche Gerichte oft als bodenständig oder deftig beschrieben werden. Sie sind selten raffiniert im Sinne der Haute Cuisine, sondern eher auf Sättigung, Einfachheit und Alltagstauglichkeit ausgelegt. Es fehlen oft die intensiven Gewürze, die farbenfrohen Präsentationen oder die exotischen Aromen, die in anderen Küchen für Begeisterung sorgen. Wer auf der Suche nach kulinarischen Abenteuern ist, denkt eher an Thailand, Italien oder Mexiko und weniger an Rinderroulade mit Rotkohl. Ein weiterer Punkt: Viele deutsche Gerichte sind sehr regional geprägt und außerhalb ihrer Region kaum bekannt. Man muss sie oft vor Ort erleben, am besten auf einem Volksfest, in einem kleinen Familienrestaurant oder bei einer Einladung zum Abendessen. Ohne diese persönlichen Erfahrungen wirken viele Gerichte auf Außenstehende eher unspektakulär. Ein Teller Linsensuppe oder eine Scheibe Brot mit Käse ist eben visuell nicht so beeindruckend wie Sushi oder Tapas. Trotzdem gibt es einige Gerichte, die man bei einem Deutschlandbesuch unbedingt probieren sollte. Dazu gehören klassische Speisen wie Sauerbraten, ein in Essig und Gewürzen eingelegter Braten, der mehrere Tage mariniert wird, typisch für Regionen wie Rheinland oder Franken. Kartoffelsalat, in zig Varianten, mit Brühe in Süddeutschland oder mit Mayonnaise im Norden. Spätzle, weiche Eiernudeln, oft mit Käse überbacken und Röstzwiebeln serviert. Bratwurst, besonders frisch vom Grill bei Stadtfesten oder Weihnachtsmärkten. Currywurst, ein Berliner Klassiker, einfache Bratwurst mit Curry-Ketchup und Pommes. Maultaschen, gefüllte Teigtaschen aus Schwaben, ähnlich wie Ravioli. Königsberger Klopse, Fleischklöße in einer weißen Kapernsoße, benannt nach der Stadt Königsberg. Diese Gerichte erzählen nicht nur etwas über die Geschmäcker, sondern auch über die Geschichte und Kultur der jeweiligen Regionen. Viele von ihnen stammen aus der Zeit, als Essen vor allem sättigen sollte. Aus einfachen Zutaten entstanden nahrhafte, herzhafte Speisen, die bis heute Bestand haben. Interessant ist auch, wie viele dieser traditionellen Speisen inzwischen modern interpretiert werden. In Großstädten wie Berlin, Hamburg oder München eröffnen Restaurants, die klassische deutsche Küche mit zeitgenössischen Ansätzen verbinden. Dort wird der Schweinebraten auf Biofleisch reduziert, die Sauce wird leichter, die Beilage saisonaler. Auch vegane Interpretationen klassischer Gerichte finden ihren Platz. Vegane Maultaschen, pflanzliche Currywurst oder Spätzle ohne Ei. Das zeigt, auch wenn die deutsche Küche auf den ersten Blick konservativ wirkt, ist sie keineswegs stehen geblieben. Sie verändert sich, passt sich an und integriert neue Bedürfnisse, sei es in Bezug auf Gesundheit, Nachhaltigkeit oder Geschmack. Und das macht sie, gerade für Lernende der Sprache, so spannend. Denn über das Essen lässt sich nicht nur viel über Deutschland lernen, sondern auch wunderbar ins Gespräch kommen. Wer zum Beispiel auf dem Markt nach frischem Sauerkraut fragt oder im Restaurant eine Portion Käsespätzle bestellt, zeigt Interesse und öffnet Türen für Gespräche mit Einheimischen. Essen wird so zu einem Werkzeug, um die Kultur besser zu verstehen und dabei ganz nebenbei auch die Sprache zu üben.
Und noch ein weiterer Aspekt macht das Thema Essen in Deutschland für Deutschlernende besonders interessant. Der reiche Wortschatz, der damit verbunden ist. Vom Einkauf im Supermarkt, über den Restaurantbesuch bis hin zum Plausch über Lieblingsrezepte, kulinarische Themen bieten unzählige Gelegenheiten, neue Vokabeln und Redewendungen zu lernen. Zum Beispiel kann man sich mit Begriffen wie süß, herzhaft, sauer oder bitter differenziert über Geschmäcker ausdrücken. Man lernt Wörter wie aufschneiden, anbraten, würzen, abschmecken oder garen. Wer auf Deutsch kocht oder Rezepte liest, trainiert automatisch den Imperativ. Schäle die Kartoffeln, füge Salz hinzu. Die Zeitformen, dann wurde der Teig gerührt, und Präpositionen mit Sahne, ohne Zucker, in der Pfanne. Auch Redewendungen rund ums Essen sind fest im Sprachgebrauch verankert. Das ist nicht mein Bier bedeutet, das interessiert mich nicht. Da haben wir den Salat meint, jetzt ist das Chaos perfekt. Jemandem läuft das Wasser im Mund zusammen heißt, etwas sieht sehr lecker aus. Viele Köche verderben den Brei, warnt davor, dass zu viele Meinungen ein Ergebnis verschlechtern können. Etwas auf dem Silbertablett servieren bedeutet, etwas besonders komfortabel oder einfach zugänglich zu machen. Diese Sprichwörter zeigen, wie tief Essen in der Sprache verwurzelt ist und wie viel Spaß es machen kann, über Kulinarisches zu sprechen, zu schreiben und zu lernen. Für Deutschlernende bietet das Thema also zahlreiche Vorteile. Es ist alltagsnah. Jeder isst, jeder kocht oder kauft Lebensmittel. Es ist emotional. Essen weckt Erinnerungen und verbindet Menschen. Es ist kulturell spannend. Man lernt viel über Deutschland und seine Vielfalt. Es ist sprachlich nützlich. Man erweitert den Wortschatz auf praktische Weise. Wer sich also mit der deutschen Sprache beschäftigt, sollte das Thema Essen keinesfalls unterschätzen. Es ist eine köstliche Möglichkeit, Vokabeln zu lernen, sich mit anderen auszutauschen und dabei vielleicht sogar ein neues Lieblingsgericht zu entdecken. Denn ob man nun vegane Maultaschen ausprobiert, einen Apfelkuchen backt oder beim nächsten Besuch in Deutschland ein Brotzeitbrett bestellt, man lernt nicht nur, wie die deutsche Küche schmeckt, sondern auch, was sie über Land und Leute erzählt. Guten Appetit und viel Freude beim kulinarischen Deutschlernen!